Frage an euch, wie würdet ihr hier so ein Stückchen Holz in das andere Holz richtig schön sauber einlassen? Keine Ahnung, wie ihr das einlassen würdet? Super, denn wir bauen uns heute nämlich für die Oberfräse wieder ein richtig cooles Fräschick hier, um solche Sachen richtig schön und sauber einzulassen. Herzlich willkommen bei Gipfelholz, ich bin der Jens und die letzten Wochen haben wir schon so einige Fräschicks-Vorrichtungen für die Oberfräse gebaut. Die sind ganz cool angekommen. Die Videos kann ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken oder im Laufe des Videos hier oben in der Infobox. Könnt ihr einfach mal gern reinschauen. Heute geht es aber hier um, ich sage jetzt mal, wie soll man das sagen, ein Holz in ein anderes Holz einzulassen und das wirklich richtig schön passgenau. Und es würde mich mal interessieren, wie ihr das normalerweise macht oder machen würdet, ohne hier Fräsvorrichtung, ohne zu fräsen, alles nur stemmen. Nee, keine Chance. Also wir machen das Ganze hier wieder für die Oberfräse und bauen uns eine Vorrichtung, wo man dann auch hier trapezförmige oder halt nicht rechteckige Sachen einfach hier ja, ganz einfach fräsen und einlassen können. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der Bauanleitung und gehen jetzt erstmal ins Material, was wir überhaupt dafür brauchen. Was brauchen wir denn für unsere tolle Vorrichtung? Ich habe hier schon mal T-Nut-Schienen auf dem Tisch liegen. Ich werde euch das alles natürlich unten nochmal verlinken. Hier passt M8 rein, ganz normal. Da gibt es auch diese T-Nut-Steine, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Das können wir alles mit diesen ganz normalen Standard M8-Schrauben machen. Gut, ich habe hier noch Reste hier liegen, die sind bei mir, sind die 39 cm lang, jawohl, noch eine muss ich zusägen hier, die ist noch zu lang, also nehmen wir schon mal die 3 Reste und noch eine. Ich habe hier nicht MDF, sondern HDF, glaube ich, heißt diese Platten hier, da habe ich jetzt auch noch hier Reste rumliegen, 2 Stück hier, die sind bei mir 10 cm breit und die Länge werden wir jetzt gleich mal, und wie stark sind sie? 5 mm und die Länge werden wir jetzt dann gleich mal ablängen hier, da kommen wir aber gleich nochmal dazu und wir brauchen halt dann noch natürlich eine Fräse, ist ja logisch, und noch viel Kleinmaterial, ein paar M8er Schrauben, ein paar Muttern, ein paar Flügelmuttern. So, und jetzt habe ich hier Verbinder, diese Verbinder, Langlochverbinder habe ich mir selber gemacht, denn ich habe auf dem Markt nichts gefunden, Vergleichbares. Das sind einfach nur ein Alu genommen. Das sind, glaube ich, 16 mm. Also fast so breit wie diese Leiste hier. Das reicht hier aus. Da habe ich jetzt einfach 2 8 Bohrungen reingesetzt, ein Langloch gefräst. Und diese ganze Länge ist hier 11 cm lang und die habe ich mir jetzt einfach mal schnell selber gemacht. Ist einfach nur ein Standard-Alu mit 2 mm Stärke. Also das braucht es. Und wer solche Teile findet, kann es mir gern in die Kommentare nach unten reinschreiben, denn ich habe jetzt leider auf dem Markt keine gefunden. Aber wenn jemand welche findet, der kann es gern unten reinschreiben, wo man solche Sachen findet. So, wo fangen wir denn an? Also erstens mal, ihr könnt natürlich die Größe wählen, wie ihr wollt. In meinem Fall sind es ja diese 39 cm. Und jetzt fangen wir mal erstmal mit der Platte hier unten an. Diese Platte hier unten sollte so breit sein wie eure Fräse hier fräsen kann an der Stelle, weil die Leiste wird dann hier hingeklebt. Und auf der Seite wird dann hier eine Zwinge. Deshalb lasst hier noch genug Platz. Dann kommt die Leiste. Und hier in dem Fall müsst ihr mal schauen, wenn ihr die Fräse hier so anlegt und das durchziehen könnt, wo der Fräser fräst. In meinem Fall sind es hier 4 cm. Wir werden nämlich noch diese Kante hier nachher einfräsen, aber das erkläre ich dann nochmal. Ich werde jetzt hier meine Leiste hier überstehen lassen. Das hat einen bestimmten Grund, was ja das ausmacht, das Ganze. Und ich lasse meine hier ca. 3 cm überstehen und werde jetzt dann diese Bretter hier oder dieses Brettchen hier auf die gewisse Länge bringen, damit wir hier am Schluss dann eben sind.
Die ersten Schritte sind erledigt. Ich habe es mit beidseitigem Klebeband hingeklebt. Ey, dieser Kleber, der ist brutal. Ich kriege das auch ums Verrecken nicht mehr ab hier. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr dickeres Material habt, das Ganze dann hier schrauben. Aber ihr braucht es nicht. Wenn ihr ein gutes Klebeband habt, überhaupt kein Stress. Gut, macht's hier noch bitte ein Kreuz hin, damit ihr wisst, wo ihr fräst. Nicht, dass ihr die falsche Seite nehmt. Und 4-mal, und die schauen das dann so aus, 4-mal alle in eine Richtung, alle hier einmal drüber stehen lassen. Und das Ganze fräsen wir jetzt hier ein. Und dann nehme ich dann hier nochmal so die Reststückchen, lege sie hier hin, dass ich eine bessere Auflagefläche habe, spanne das Ganze fest, fräse dann einmal rüber. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Macht diese Platte hier oben, je nachdem, welche Fräse ihr habt natürlich, oder ihr habt einen Ausmittler oder wie auch immer man das nennt. Und zwar ist es ja so, dass ihr hier diese Scheibe nie zu 100% oder exakt genau auf diese Platte hier kriegt, auf die Fräse hier kriegt. Also das heißt, das Ding steht mal vielleicht einen halben Millimeter weiter rüber oder hier oder da und ihr kriegt es nicht hin. Deshalb macht es ab. Ich habe nämlich hier diese Seiten mal ausgemessen und ich bin hier im 10. Bereich echt exakt genau. Also da soll es einfach passen hier. Deshalb macht es einfach ab. So, und jetzt fräst sie einfach, spannt sie das Ganze hier fest und fräst praktisch hier die Kante gerade. Jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Wir müssen jetzt nur noch zusammenbauen. Achtet bitte darauf, welche Seite ihr wohin macht. Das heißt, hier, wo ihr das Kreuz gemacht habt, da kommt dann praktisch das nächste hin. Das kommt dann wieder so hin, auch mit dem Kreuz hier hin und so weiter und so fort. Und so bauen wir das Ganze jetzt einfach mal zusammen. Und wir brauchen es im Endeffekt nur noch zusammenstecken. Ich mache mal das erste mit euch zusammen hier. Braucht man nur noch da reinstecken. Dann hier noch die M8 rein. Und da macht es circa so auf die Mitte. Eigentlich können wir jetzt schon fräsen. Zusammengebaut ist es, so soll es ausschauen. Hier, und ihr seht, dass wir das Ganze jetzt einfach frei bewegen können hier von der Größe her. Also wir legen dann unser Werkstück, was wir eingefräst haben, hier in die Mitte, stellen das Ganze ein, das machen wir aber gleich. Aber ich gebe jetzt noch einen kleinen Tipp dazu, wie man das Ganze noch fräsen kann am dümmsten. Und zwar muss man nämlich bei dieser Fräse, gerade bei der Makita, hier ein bisschen auf was achten. Ihr seht ja, der Teller, der passt hier nicht ganz. Also das heißt, hier ist er flach. Und wenn ich jetzt natürlich hier fräsen würde, würde falsch fräsen. Aber wir haben ja hier theoretisch ein Dreieck. Also das heißt, wenn man jetzt schräg fräst und immer auf der Seite hier bleibt, dann geht das hier in dieses Eck hier rein und wird dann nicht die Fräsung beeinflussen. Das heißt, ich fräse dann hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt oder ob ich das zeigen kann. Ja, schaut's mal, jawohl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier an der Kante hier entlang fahre, hier, kein Problem, dann kommt ja praktisch die nächste Kante, die trifft ja hier auf. Und so brauche ich diese Stellung nicht. Also ich muss die Fräse dann nicht drehen, sondern ich fahre jetzt einfach so lang, dann kommt nämlich die Kante hier, die ist halt genauso gleich. Und jetzt haben wir ja hier wieder dieses Loch hier drin und ich bleibe hier an der Kante, fräse dann immer so in dieser Position rum und so bleibt das Ganze im Endeffekt wirklich absolut genau und ihr müsst jetzt keine extra Platte hier anfertigen und das kriegt ihr dann so nicht auf die Reihe, aufs Zehntel genau, aber hier passt es einfach, wenn ich jetzt hier in diesem Dreieck hier fräse. Das muss ins Eck, das muss in das Eck. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt meine damit. Wir wollen jetzt hier dieses Teil hier einlassen in dieses Holz hier und deshalb macht ihr das Ganze einfach mal so. Ihr öffnet diese Vorrichtung, ihr
stellt das Ganze hier ein. Ja, das ist ein kaputtes Teil, dann nehmen wir doch lieber mal ein ganzes hier. Genau, dann nehmen wir halt das hier was zum Einfräsen. Das heißt, ihr legt das jetzt alles hier schön an, dass es jetzt halt einfach schön im Winkel ist hier und stellt das Ganze dann richtig ein. Und wenn ihr das eingestellt habt, wenn es passt, dann dreht ihr das Ganze zu. Und jetzt haben wir genau die exakte Größe von diesem Teil hier eingestellt. Oder? Nochmal kontrollieren. Ja, hier nochmal ein bisschen aufdrehen. Ganz leicht. Jetzt passt's. Jetzt passt's, jawohl. Gut, und jetzt müssen wir, da ihr ja wahrscheinlich jetzt sagen werdet, ja, Moment mal, wie fräse ich denn die Mitte? Ja, das stimmt, ihr müsst die Mitte zuerst ausfräsen. Das heißt, ihr setzt das Ganze jetzt da an, wo ihr das halt auch immer hingefräst haben wollt. Machen wir es halt mal irgendwo in die Ecke hier unten rein. Und jetzt könnt ihr das Ganze mit dem Bleistift einfach mal anzeichnen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das muss jetzt nicht exakt sein. Und jetzt schaut das Ganze so aus. Jetzt fräsen wir zuerst mal mit dieser Stärke, was wir hier natürlich haben, das sind 3 mm, fräsen wir hier einfach mal freihand so die Mitte ein bisschen aus. Also das muss da nicht genau an die Linie sein, sondern einfach nur, dass die Mitte mal ausgefräst ist. So schaut das Ganze dann aus. Und warum fräse ich jetzt die Mitte zuerst aus? Gut, könnte man theoretisch auch nachträglich machen. Und zwar, wenn ich jetzt hier einmal rumgehe und bei diesem Stückchen wird es noch theoretisch funktionieren, bei diesem kleinen hier, schaut's mal. Aber das ist das Problem, ich würde dann hier abkippeln, wenn ich dann die Mitte hier rausfräse, umso größer die Sachen sind. Also deshalb würde ich am Anfang lieber das Ganze vorher rausfräsen. Ihr könnt dann noch eine größere Auflagefläche praktisch nehmen, damit die Fräse nicht kippelt. Kann man ja noch hinbauen, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Kann ich euch natürlich oben auch noch verlinken. Dann habt ihr eine größere Auflagefläche, damit ihr die Mitte überhaupt rausfräsen könnt. So, und jetzt können wir im Endeffekt unsere Vorrichtung drauf ansetzen. Die können wir jetzt einfach hier ausrichten, so wie wir es haben wollen. Das heißt, so wird das Ganze jetzt ausgerichtet hier, wird festgezwingt. Hä? Gezwingt, sage ich das, gezwingt. Und deshalb meinte ich jetzt auch, dass ihr diesen Rand dementsprechend breit lasst, dass ihr dann auch noch am Schluss hier was festzwingen könnt. Zwingen. Gut, jetzt stellt ihr noch die Tiefe ein von eurem Material. So, jetzt sollte das Ganze passen. Ich habe jetzt hier gesehen, hier hat es mir gerade das Holz ein bisschen ausgefranst hier. Das liegt nicht an der Vorrichtung, es liegt am Fräser. Hier hat es nicht ausgefranst, hier oder am Holz, hier hat es ausgefranst ein bisschen. Okay, kann die Vorrichtung nicht dafür. Jetzt schauen wir mal, ob wir richtig ausgestemmt haben. Hier sehe ich noch was ganz Kleines. Und jetzt schauen wir mal, ob es passt. Okay. Passt. Jo, wow, passt. Zeige ich es euch mal. Hier hat es ausgefranst, aber hier hat es perfekt gemacht. Also hier liegt es entweder am Fräser, ob der jetzt schon stumpf ist, oder halt am Holz einfach. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen drüber geschliffen. Das ist dann auch gar kein Problem. Also hier waren die kleinen Ausfranzungen drin vom Fräser oder vom Holz. Und es funktioniert jetzt trotzdem. Es schaut trotzdem sehr gut aus. Es ist wirklich richtig schön hier drin, schön eben. Und also mir gefällt es, Vorrichtung funktioniert. Jetzt habe ich das Ganze hier, diese Vorrichtung auf dieses Trapez hier angepasst. Und jetzt zur Erklärung, warum ihr das hättet länger lassen müssen. Wenn ihr jetzt da mal schaut, und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier in der Ecke fräsen würde, da wird der Fräser ja nach hinten wegkippen. Das heißt, ich habe hier eigentlich nur eine Verlängerung gebraucht, damit ich hier schön führen kann und das Ganze nicht abkippelt oder wegkippt, damit ich
einfach weiter gerade fräsen kann. Und somit kann ich jetzt auch theoretisch hier diese Form reinfräsen in mein Holz. Also schaut's mal, das ist doch mal richtig schön eingelassen, muss ich sagen. Oder was sagt ihr dazu? Also ich finde es echt top, dass man das so schön doch genau hin. Man hat noch ein bisschen Nacharbeit, aber das ist jetzt nicht schlimm. Und man hat das Stückchen Holz echt schön eingelassen. Ja, meine Lieben, wie findet ihr diese Vorrichtung hier? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare rein. Vor allem, habt ihr sowas schon mal vielleicht benötigt oder habt ihr das irgendwie anders gelöst? Das würde mich interessieren. Vielleicht gibt es ja noch eine coolere Vorrichtung oder vielleicht noch eine Lösung, wie man das am dümmsten noch macht. Irgendwie solche Brettchen hier oder irgendwas einzulassen hier auf Form. Diese Vorrichtung unterscheidet sich zu den anderen schon, denn es gibt ja welche, da habe ich auch welche gesehen, das sind dann diese Standardteile hier mit diesen Brettern hier, wo man es auch verschieben kann. Aber hier kann man es nur im 90 Grad hier verschieben und man kann es zum Beispiel nicht so ein schönes, richtig schönes Trapez zum Beispiel fräsen. Und das ist halt das Coole daran. Und wenn ihr diese Ecken hier noch theoretisch ein bisschen abrundet, dann kommt es ja noch ein bisschen weiter vor. Also dann soll es auch noch angenehmer sein zum Anzeichnen, das Ganze. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte dem einen oder anderen vielleicht hiermit irgendwie wieder ein tolles Schick hier zeigen. Wer weiß, wie auch immer. Schreibt es unten doch einmal in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis zum nächsten Mal. Servus.